Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und ich bin heute zusammen mit Melanie in der Weltkulturstadt Dresden. Nice to know, auch meine Geburtsstadt, aber ich bin schon länger nicht mehr hier gewesen. Und wir wollen uns heute den emotionalen Fragen widmen, die es hier zum Thema Luftkrieg Dresdens 1945 gegeben hat im Februar. Und Hintergrund seht ihr ein markantes Merkmal, die Frauenkirche. Und was wir alles euch so erzählen können, welche Fragen wir euch beantworten können, das seht ihr kurz nach dem Intro. Also bleibt dran. Es ist eine Stadt wie viele andere. Menschen gehen zur Arbeit. Kinder spielen auf den Straßen. Familien sitzen am Abend zusammen und hoffen, dass der Krieg sie vielleicht doch verschonen wird. Doch dann kommt die Nacht. Das Heulen der Sirenen zerreißt die Stille. Über den Dächern erscheinen hunderte Flugzeuge. Wenige Minuten später fallen die ersten Bomben. Was folgt, verändert Dresden für immer. Straßen verschwinden unter Trümmern. Häuser stürzen ein. Feuer breitet sich aus. Tausende Menschen suchen Schutz, während um sie herum eine ganze Stadt im Chaos versinkt. Bis heute gehört die Bombardierung Dresdens zu den bekanntesten und zugleich umstrittensten Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Wir sind nach Dresden gereist, um die Orte aufzusuchen, an denen diese Geschichte noch heute sichtbar ist. Was geschah wirklich in jenen Februartagen des Jahres 1945? Begleitet uns auf eine Reise in die Vergangenheit. Ja, wir starten im Prinzip jetzt direkt rein. Wir befinden uns eigentlich jetzt hier im Kern der Altstadt, wo das Zentrum ja hier mit der Frauenkirche gekrönt ist, die 2005 neu errichtet wurde. Das ist auch immer so ein bisschen das Hauptdenkmal, was man ja auch immer mit der Dresdner Bombardierung irgendwo verbindet. Und ich hatte euch jetzt hier, oder Melanie hat euch jetzt hier nochmal ein Foto eingeblendet. Davor ist halt die Luther-Statue. Man sieht jetzt hier ganz deutlich, rechts und links sind jeweils bruchstückhaft noch einige Mauerreste zu erkennen. Wir gehen jetzt auch gleich einmal um die Frauenkirche drumherum. Dann können wir euch auch direkt zeigen, welche Teile das jetzt hier sind, die nach der Bombardierung noch gestanden haben. Was für uns jetzt eigentlich heute noch mal wichtig ist, euch jetzt noch mal vielleicht Reste der Bombardierung auch zu zeigen, also wo man jetzt noch irgendwie Spuren finden kann etc., die auf diese Bombardierung halt hinweist, weil Dresden ja an sich komplett wieder neu aufgebaut wurde. Und wenn wir jetzt hier einmal direkt an der Frauenkirche sind, dann fällt uns ein was direkt auf, und zwar diese dunklen Verfärbungen. Und das ist das, was ich euch jetzt gerade hier auf dem Foto gezeigt habe. Das ist jetzt ein Teil der Mauerstruktur, die ja noch, sage ich mal, in Klammern original ist. An dem dunklen Sandstein erkennt man das halt auch, der so rußgeschwärzt ist. Und die hellen Flächen, die sind halt neu, also die wurden dann halt ergänzt. Und man hat das halt wie so ein Puzzleteil zusammengesetzt. Ich kenne es halt noch als Kind, also die war, ich glaube, bis 1994 noch in diesem Zustand mit diesen zwei Mauerabschnitten, und dann war ringsrum um diese Frauenkirche so kleine Käfige, und da hat man die schwarzen Steine, die ihr so in der Mitte seht, nummeriert, praktisch schon gestapelt und erfasst und dann später im Prinzip wieder zusammengesetzt. Und dann gibt es hier auch einen ganz interessanten Hinweis, und zwar hier sieht man auch noch mal einen Rest, den man jetzt hier hingesetzt hat von der Frauenkirche. Und da oben steht dieser Karl Pinkert, 1924 bis 1928. Und soweit ich weiß, hat er das Ganze nämlich vermessen, noch in den 20er, 30er Jahren, bevor der Weltkrieg angefangen hat. Und das war ja auch sehr, sehr wichtig dann nachträglich für den Aufbau der Frauenkirche, wo man das Ganze halt wieder zusammengesetzt hat. Ne? Und die ist halt wirklich kolossal. Und ist halt heute ein richtiger Touristenmagnet überhaupt jetzt hier, die Altstadt. Wir können es halt sehen, wir sind jetzt auch sehr, sehr früh aufgestanden, weil hier ist natürlich dann auch entsprechend Trubel.
Hier die Kunstakademie. Das seht auch schon, die ersten Autos fahren schon hier durch. Ja, die Hauptfrage unter anderem ist, was sich halt die meisten stellen, warum wurde Dresden eigentlich bombardiert? Weil es eine Weltkulturstadt ist, also praktisch für viele in ihren Augen kein militärisches Ziel gewesen ist. Und ja, also warum wurde so gesehen das Elbflorenz, wie man so umgangssprachlich halt sagt, bombardiert? Wir gucken hier eben mal bei der Frauenkirche, da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, weil die ja auch original sind. Gibt es mitunter noch durch Granatsplitterwirkung und so weiter bei den Originalsteinen auch immer noch ja, hier solche Einkerbungen zu sehen. Das also sieht man sehr oft bei den Originalsteinen noch, diese Splitterwirkung. Und hier oben ist halt auch, wenn mich nicht alles täuscht, einer der Nummerierungen, wo man die Steine im Prinzip wieder zusammengesetzt hat. Weil wie gesagt, ich kenne das noch als Kind. Hier die verschiedenen Zugänge. Und hier sieht man das auch noch bei diesen Originalsteinen, teilweise die hier so dunkel verfärbt sind. Da sieht man wirklich noch die Splitterwirkung durch die Spreng- und Brandbomben, die ja in 3 Angriffswellen hier niedergegangen sind und wirklich extrem ihre Spuren einfach an den Gebäuden hinterlassen haben. Da könnt ihr das auch sehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also hier war ja praktisch gesehen eigentlich kein Stein mehr auf den anderen. Wir werden uns auch noch das Residenzschloss anschauen. Wir werden uns noch den Zwinger anschauen, weil da werden wir einfach noch viele Spuren finden, die Zeitzeugnis sind für die Bombardierung. Was man sich heute eigentlich praktisch nicht mehr vorstellen kann, wenn man jetzt hier einmal über den Platz schaut. Hier ist die Lutherstatue, wo wir gerade standen. Das Verkehrsmuseum auf der Seite. Hier hinten geht es dann rum zum Altmarkt. Und ja, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass hier alles kurz und klein geschossen wurde. So, wir bewegen uns jetzt von der Frauenkirche Richtung Fürstenzug und zum Residenzschloss, was ihr da hinten auch schon erkennen könnt. Und ich möchte euch jetzt eben noch kurz erzählen zur eigentlichen Bombennacht. Das war der 13. Februar 1945 gegen 22 Uhr, also ich glaube 22:03 Uhr fielen die ersten Bomben. Und gegen 21:45 Uhr gab es halt in Dresden entsprechend den Luftalarm, wo sich die Menschen hier in ihre Keller versteckt haben. Da muss man auch sagen, im Gegensatz zum Ruhrgebiet gab es hier in Dresden keine wirklichen voll ausgebauten Luftschutzanlagen. Also die Menschen sind hier wirklich nur dann, sage ich jetzt mal, hier unten in die Keller gegangen und haben sich da im Prinzip versteckt. Also jeder weiß, wenn man sich dann jetzt praktisch nur in solchen regulären Kellern versteckt, dass das kein wirklicher Schutz gegen Bomben ist. Da muss man einfach Glück haben, dass man keinen Direkttreffer bekommt. Schützt vielleicht noch gegen Splitterwirkung, wenn man irgendwo im Gebäude ist, aber mehr dann halt auch nicht. Und ja, die britischen Bomberverbände haben im Prinzip dann mit 244 Lancaster-Maschinen angegriffen und ihre erste Bombenlast im Prinzip auf Dresden niederregnen lassen. Und das waren um die 900 Spreng- und Brandbomben. Und das perfide ist natürlich die Brandbomben, die man auch nicht wirklich löschen konnte, die aus Phosphor und so weiter bestanden und wirklich dann, sage ich mal, die Stadt abgefackelt haben. Und irgendwann wurde natürlich dann auch der Fliegeralarm wieder aufgelöst und man hat dann gedacht, es ist vorüber. Und dann später nochmal mit deutlich mehr Bombern eine zweite Welle geflogen und nochmal über 1900 Tonnen Spreng- und Brandbomben niederregnen lassen. Also gegen 1:20 Uhr 23 war dann die zweite Welle. Und dann haben die Amerikaner am nächsten Tag, also am 14. Februar, am Tage dann Dresden noch einmal bombardiert und ein paar Tage später wurde Dresden auch noch mal bombardiert. Also das ist dann wirklich
einiges, was letztendlich hier runterkam. Ja, warum Dresden überhaupt bombardiert wurde, stellen sich halt viele die Frage, weil es ja einfach nur eine Kulturstadt gewesen ist, vollgepackt mit Zivilisten. Aber dem ist halt nicht so. Also es gibt halt wirklich viele Punkte, warum man Dresden bombardiert hat. Und wäre Dresden westlich des Rheins gewesen, wäre das vermutlich auch schon längst passiert, weil die Briten einfach die Doktrin und die Strategie hatten, Deutschland im Prinzip moralisch zu brechen, indem halt auch die Zivilbevölkerung bombardiert wurde, so krass wie das halt klingt. Und man meinte halt mit dem Luftkrieg die Deutschen einfach zu zermürben. Und Dresden wurde halt wirklich lange Zeit ausgespart, weil es einfach sehr weit im Osten lag. Und bei der Konferenz in Jalta, wo sich ja praktisch die großen Machthaber getroffen haben, Roosevelt von den Amis, Churchill von den Briten und halt auch Stalin von der ehemaligen Sowjetunion, wurde durch Churchill dann halt auch Stalin mehr oder weniger versprochen, dass man unterstützt, weil man kam ja am Rhein letztendlich nicht weiter mit den Vorstößen, also hat sich festgebissen und das hat einfach noch länger gedauert, dass man dann aber gesagt hat, okay, wir schicken die Bomberflotten rüber. Und 1945, weiß auch jeder, war die Luftwaffe von Deutschland eigentlich mehr oder weniger am Boden aufgrund des Treibstoffmangels. Und gesagt, okay, wir unterstützen die Sowjetunion und schicken die Bomber rüber, um diese wichtigen Städte halt auch noch zu zerstören. So. Und Dresden war damals die siebtgrößte Stadt, also über 630.000 Einwohner gehabt. Und wichtiger Verkehrsknotenpunkt, Eisenbahnlinie, der ganze Nachschub ging da nach Osten, also Truppen, Material und so weiter. Das war einfach ein wichtiger Punkt, das halt zu zerstören, damit die Rote Armee halt an der Stelle weiterkommt. Ne? Und hier ganz in der Nähe, in der Albertstadt, ist es auch eine Garnisonsstadt gewesen. Da wurde auch schon nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870, 71 über 5.000 Soldaten stationiert. Und im Zweiten Weltkrieg hat man da bereits schon 20.000 Soldaten installiert gehabt. Und das ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, da kommen wir zum späteren Verlauf des Videos nochmal hin. Die Albertstadt wurde aber gar nicht bombardiert. Und das ist ein großes Fragezeichen, warum das nicht gemacht wurde, weil das wirklich ein rein militärisches Ziel gewesen ist. Aber wie gesagt, da kommen wir zum späteren Zeitpunkt dazu. Jetzt gehen wir zum Residenzschloss und da ist nochmal was ganz, ganz Interessantes für uns. Ja, jetzt befinden wir uns hier am Residenzschloss und hier ist auch nochmal, also es merkt eigentlich fast keiner, weil jeder sich natürlich hier die schöne Barockkulisse und so weiter anschaut. Aber hier ist noch eine kleine wichtige Notiz oder Spur aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und das ist ganz interessant, weil ich sie bis vor kurzem auch selber gar nicht wusste. Und zwar kann man die hier an der Säule sehen. Nur noch ganz schemenhaft, schattenhaft, wenn ihr das hier sehen könnt. Erkennt ihr eine kyrillische Schrift. Und zwar wurde das von einem sowjetischen Soldaten angebracht. Chatuins hieß der, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Das war ein sowjetischer Soldat, ein Minensucher, weil die Sowjets am 8. Mai natürlich dann in Dresden einmarschiert sind. Hier gab es auch noch kleinere Gefechte, also es gab keinen richtigen Stadtkampf, wie man das jetzt in Berlin oder in anderen größeren Städten gewohnt ist oder in Aachen. Das gab es jetzt in Dresden nicht. Es gab einzelne Scharmützel mit Wehrmachts- und SS-Einheiten. Und dieser Chatuins, der hatte hier scheinbar die Aufgabe, die Gebäude nach Minen abzusuchen. Wie gesagt, Dresden wurde ja zur Festung erklärt und man hatte jetzt hier auch das Bedenken, dass entsprechende Gebäude halt gesichert sind mit Sprengfallen, Minen und so weiter. Und der hat hier im Prinzip seinen Tag, sage ich jetzt mal, hinterlassen. Hier steht im Prinzip wortwörtlich drauf: Schloss geprüft, keine Minen, Chatuins. Also für nachfolgende Soldaten seiner Einheit oder allgemein hat er im Prinzip das gekennzeichnet, dass hier jeder normal hingehen konnte, ohne sich zu fürchten, dass er eventuell auf eine Mine oder ähnliches oder eine Sprengfalle tritt und dann getötet wird. Und das sehen wir auch noch mal an einem anderen Punkt und da gehen wir jetzt eben hin. So, wir befinden uns jetzt hier an der Außenmauer des Zwingers an der Sophienstraße und hier habt ihr jetzt noch mal bereits restauriert, wieder in Kyrillisch eine Schrift.
Und das stammt jetzt wieder von diesem Soldaten Chanutins, der also wirklich hier scheinbar die Aufgabe hatte, die Altstadt nach Minen zu durchsuchen. Und hier steht halt wieder, wird wörtlich übersetzt, Museum geprüft, keine Minen, Chanutins. Also mit dem Namen, also sorry nochmal an alle russisch Sprechenden. Es gibt auch, man hat das mal versucht nachzuvollziehen, es gab in der ganzen Sowjetarmee, und das waren ja keine Ahnung wie viel Abermillionen Soldaten auch, gab es gerade mal 2 Soldaten mit diesem Nachnamen. Und einer davon war Feldwebel und ein anderer war einfacher Soldat. Aber welcher das jetzt von den beiden gewesen ist, das kann ich leider nicht sagen. Aber das ist schön, dass das hier restauriert wurde, weil das ist ja auch schon über 80 Jahre her, dass man das noch sieht. So, jetzt befinden wir uns direkt im Zwinger. Auch das wurde initiiert von August dem Starken. Und das sollte so ein bisschen so eine Art Lustgarten halt sein, beziehungsweise man hat hier auch damals, und das war ja, sage ich mal, sehr außergewöhnlich, eine Orangerie gebaut. Also hier fahren immer ein bisschen LKWs und so weiter vorbei. Also hier geht es jetzt schon langsam los mit Betrieb. Orangerie, also man hat hier so kleine Bäume mit Orangen hier in diesem Lustgarten im Prinzip gehabt. Und ja, das ist halt wirklich höchste Barockkunst. Aber was hier nochmal für uns jetzt ganz interessant ist, ist hier diese Sandsteintafeln. Und hier gibt es auch nochmal Informationen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so genau jetzt erkennen könnt. Hier steht auch nochmal, am 13. Februar 1945 vernichteten anglo-amerikanische Bomberverbände die Innenstadt Dresdens. Auch der Zwinger wurde fast völlig zerstört. Am 8. Mai 1945 befreite die Sowjetarmee die Stadt Dresden von der faschistischen Tyrannei. Bereits 1945 begann auf Beschluss der neuen demokratischen Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der sowjetischen Kommandantur die Vorarbeiten für den Wiederaufbau des Zwingers. Also man hat dann halt wirklich hier schon direkt 1945 entsprechend angefangen. Und 1945 bis 1964 wurde unter Arbeiter- und der Bauernmacht der Zwinger in alter Schönheit wiederhergestellt. Die künstlerische Leitung hatte Hubert Ermich und Arthur Frenzel. Also hier wurde das Ganze im Prinzip auch nochmal für jeden sichtbar angeschrieben. Und ja, jetzt gehen wir im Prinzip hier einmal direkt in den Zwinger rein. So Leute, hier haben wir wieder ein Beispiel für euch. Wir haben nochmal ein altes Foto ausgedruckt, direkt nach der Zerstörung, der französische Pavillon. Und jetzt erscheint er im neuen Glanz. Und das ist hier auch mal die komplette Kulisse des Zwingers. Hier, wie gesagt, wenn man jetzt den Zwinger jetzt über diese Seite Richtung Semperoper verlässt, auch hier nochmal richtig schön. Guckt euch das mal an. Hier geht es auch zur Gemäldegalerie hier drüben. Gemäldegalerie Alte Meister. Ja, es ist schon wirklich spektakulär. Also jeder, der noch nicht hier war in Dresden, sollte das auf jeden Fall machen. Also hier gibt es so viel Kunst und Kultur. Ja, auch hier diese mythologischen Reliefe. Das wird hier Jason und das goldene Vlies sein. Hier sieht man diesen Witterkopf. Hier drüben, das wird höchstwahrscheinlich Herkules sein. Mit der Keule.
Das hier ist, glaube ich, Minotaurus mit dem Stierkopf. Also das ist, ja, also jedes Gebäude für sich, das hat so viel Geschichte hier. Auch hier die Medusa, schon kopflos. So, kommen wir jetzt hier zur nächsten Station in Dresden. Wir befinden uns jetzt direkt auf dem Altmarkt. Der Altmarkt ist auch für viele eigentlich hier eine zentrale Anlaufstelle. Hier ist auch im Winter, also zur Weihnachtszeit, auch der Striezelmarkt, der älteste oder sogar der älteste oder einer der ältesten Weihnachtsmärkte überhaupt. Und hier hatte man damals 1945 nach den Bombenangriffen im Prinzip eine Zählung durchgeführt. Also es geht jetzt hier um das Narrativ der über 200 oder 300.000 mittlerweile Opfer, die der Bombenkrieg hier in Dresden angeblich gefordert hat, was halt so nicht richtig ist, weil die Verwaltung jetzt direkt 45 war intakt, also die hat noch funktioniert. Und der Altmarkt war hier im Prinzip dann auch schon freigeräumt und hier hatte man dann auch die Zählung der Einwohner durchgeführt, aber auch der Flüchtlinge aus Schlesien und so weiter, die hierher gekommen sind und sich hier eigentlich gedacht haben, hier sind wir in Sicherheit. Auch die hat es ja unmittelbar getroffen. Und die neuesten Zählungen, die historischen Erkenntnisse, die man gewonnen hat, sind es im Prinzip 25.000 bis 30.000 Tote gewesen. Das konnte man halt wirklich exakt nachvollziehen, weil der Polizeichef damals auch extra diese Zahlen angegeben hat. Die Nazis unter Goebbels im Propagandaministerium haben extra diese Zahlen auch nach oben geschraubt. Also der hat um die 100.000 angegeben und extra darauf hinverwiesen, dass das medial richtig ausgeschlachtet wird, damit man einfach das Volk nochmal anpusht, um zu zeigen, hier die Alliierten, die wollen euch vernichten, gebt jetzt noch mal alles so ungefähr. Und heute ist es ja noch schlimmer. Heute wird teilweise von verschiedenen Seiten gesagt, dass, ich muss da leider so ein bisschen lächeln, weil es eigentlich traurig ist, dass man mit diesen Opfern so umspringt und die jetzt sogar bis zu 200 oder 300.000 hochpusht, um den Ganzen halt nochmal irgendwie also das emotional noch aufzubauschen und wieder irgendwo Aggression zu wecken. Aber die sind unrealistisch, diese Zahlen. Man hat auch damit argumentiert, dieser Feuersturm, der sich gebildet hat, ihr müsst euch das auch vorstellen, die Menschen waren ja in diesen Kellern drin. Der Feuersturm tobte, mehrere Bombenangriffe und aus diesen Kellern wurde dieser Sauerstoff entzogen. Das hat natürlich die Leute nach draußen getrieben, sonst wären sie jämmerlich erstickt und landeten dann draußen in diesem Feuerinferno. Und es hat sich dann ein richtiger Feuersturm gebildet, der diesen Sauerstoff, diese Luftmassen angezogen hat. Und die Augenzeugen berichten auch gesagt diese Menschen wurden da reingezogen. Und wenn die da reingezogen wurden, dann sind die nicht mehr aufgetaucht. Also hat man sie nicht mehr gefunden. Aber auch da ist das historisch belegt worden mit Forschungen, die man Anfang der 2000er gemacht hat. Und zwar ist keine Hitze entstanden über 800 Grad, die eine komplette Leichen- oder Menschenverbrennung hätten bewirkt werden können. Man hat also Glasstücke gefunden, man hat verschiedenste Materialien gefunden und anhand dessen konnte man feststellen, dass die Temperatur im Kern, also hier auch auf dem Altmarkt, wo der Kern auch war, der Feuersbrunst nicht höher war wie 800 Grad. Und deshalb ist es nicht möglich gewesen, dass Menschen einfach so verschwinden konnten. Ein Punkt wäre vielleicht noch, den ich mir selber überlegt habe, ist an der Elbe direkt, weil es ist ja ein großer Fluss und hat eine hohe Fließgeschwindigkeit. Wenn sich Menschen jetzt in diese Richtung gerettet haben, womöglich in den Fluss gestürzt sind, ob da eventuell welche abgetrieben worden sind, davon konnte ich jetzt nichts nachlesen. Das ist jetzt nur ein Gedanke von mir gewesen, dass eventuell dadurch Menschen verschollen sind, die nicht mehr aufgefunden sind. Aber die hätte man ja natürlich irgendwo flussabwärts irgendwann mal wiederfinden müssen. Aber das hätten wahrscheinlich auch nicht die Massen an Menschen sein können. Aber hier ist wirklich dieses Narrativ, was man widerlegen kann, dass hier keine 200 oder 300.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Also die Bombardierung mit den meisten Opfern nach Dresden ist in Hamburg passiert, da waren die Opferzahlen noch etwas höher gewesen. Und nach der Zählung
der Opfer hat man hier im Prinzip auf dem Markt dann wie so große Scheiterhaufen halt aufgebaut. Also es waren wie solche Waggons und hat dann wirklich gestapelt die Menschen nach oben, ja, halt angezündet. Eine andere Maßnahme gab es nicht. Ihr müsst euch vorstellen, die Leichen und so weiter, wenn die einfach so hier rumliegen, das fördert natürlich Krankheiten. Und die musste man dann zeitnah halt verbrennen. Ne? Also so schlimm wie das dann klingt, kann man hier wahrscheinlich 1 oder 2 Fotos noch einblenden. Das sieht halt grausam aus, aber diese Maßnahme musste man halt einfach durchführen. Hier haben wir für euch auch nochmal eine Informationstafel gefunden, die genau das Gesagte jetzt nochmal hier beschreiben. An dieser Stelle wurde von Ende Februar bis Anfang März, das müsst ihr euch vorstellen, ne? Also wahrscheinlich 1, 2 Wochen, die Leichen von 6.865 Menschen verbrannt. Ihre Asche wurde auf dem Heidefriedhof, den werden wir uns heute noch am Ende anschauen, in einem Massengrab beigesetzt. Sie waren Opfer der Bombenangriffe auf Dresden von 13. bis 15. Februar 1945, bei denen 25.000 Menschen ihr Leben verloren. Hier ist auch nochmal jetzt der exakte Ort, wo die Verbrennung durchgeführt wurde. Nach dem Luftangriffen vom 13. bis 14. Februar 1945 auf Dresden wurden an diesem Ort die Leichen von 6.865 Menschen verbrannt. Das ist genau dieser Punkt hier. Also hier haben wir jetzt nochmal am Westflügel von dem Schloss die Kampfspuren entdeckt, was die beschrieben haben. Und zwar da oben, wenn ihr das so ein bisschen erkennen könnt. Es zieht sich da hoch, also von Kleinkaliberwaffen. Und hier oben sieht man das auch nochmal. Hier geht das so hoch. Ist natürlich alles gereinigt, aber das sieht man halt noch. Wie gesagt, es gab keine großen Kämpfe, halt nur so kleine Scharmützel. Aber man kann es hin und wieder an der Häuserfassade noch erkennen. Also auch da so punktuell. So, wir befinden uns jetzt an der Brühlichen Terrasse und hier gab es jetzt auch noch mal eine besondere Fragestellung, die halt auch von Augenzeugenberichten initiiert wurde. Und zwar sagten halt viele, dass nach den immensen Bränden hier die Menschen natürlich aus der Stadt flüchten wollen und sind jetzt hier dann Richtung Elbufer geflüchtet. Und dass es laut Augenzeugenberichten dazu gekommen ist, dass Tieffliegerangriffe, also von Jagdflugzeugen, stattgefunden haben, die dann mit Absicht wohl halt noch Zivilisten beschossen haben. Das ist dann jetzt Aussage gegen Aussage, weil alliierte Bomberpiloten und Begleitjägerpiloten halt mitgeteilt haben, dass das aus taktisch und strategischer Sicht halt überhaupt gar keinen Sinn gemacht hätte, weil hier brannt es überall, hier gab es eine Rauchentwicklung, die Wetterlage war entsprechend und dann hätte man jetzt nicht riskiert, Tieffliegerangriffe zu fliegen, um halt Zivilisten zu beschießen. Trotz alledem gab es das im gesamten Krieg, dass gerade die Alliierten, sage ich mal, die Luftoberhoheit hatten und die Begleitjäger im Prinzip die Bomber gar nicht mehr groß schützen mussten und man denen praktisch den Auftrag gegeben hat, dass die militärische Ziele selbstständig bekämpfen konnten. Und da gab es halt unzählige Berichte, dass halt Zivilisten auf Feldern, Bauern, Kinder und so weiter beschossen wurden und getötet wurden. Also diese Berichte gibt es dutzendweise, sind auch vermerkt. Aber ob es jetzt explizit hier dazu gekommen ist, da gibt es halt leider überhaupt gar keine Dokumentation. Deshalb ist das im Prinzip Aussage gegen Aussage. Aber ich wollte das hier nochmal erwähnt haben, in dem Zusammenhang, dass das halt immer wieder gesagt wird. Aber aufklären, so wirklich kann man es bis heute jetzt nicht direkt. So, jetzt befinden wir uns am Albertplatz. Das hatten wir ja euch zu Anfang erzählt. Also hier wäre eigentlich ein militärisches Ziel gewesen. Hier im Hintergrund könnt ihr noch das Militärhistorische Museum von Dresden erkennen.
Das ist jetzt hier auch schon ein bisschen umgebaut worden. Hier ist jetzt so ein spezieller Flügel eingebaut worden. Ganz interessant. Und das ist im Prinzip hier die Garnisonsstadt gewesen, die es auch schon nach dem Deutsch-Französischen Krieg gab oder kurz danach halt auch gebaut wurde. Da waren auch schon teilweise über 5000 Soldaten. Und im Dritten Reich, aus zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, waren hier auch schon 20.000 Soldaten aktiv. Und das war halt hier auch so ein Bereich, wo halt auch Ausbildung stattgefunden hat, Offiziersschule und so weiter. Also hier war wirklich, sage ich mal, auch ein militärisches Ziel. Und die Alliierten wussten auch davon. Und das Interessante ist aber, dass das halt nicht bombardiert wurde, obwohl das jetzt hier um die 5 Kilometer, sage ich jetzt mal, entfernt liegt, war das aber überhaupt nicht davon betroffen. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil es ja auch darum geht, man wollte ja auch militärische Ziele halt angreifen, auch Umschlagsbahnhof und so weiter, was ja auch passiert ist. Aber das hat man halt irgendwie ausgespart. Und man kann halt hier erkennen, es ist ein Riesengelände, hier die ganzen Kasernenblöcke hier, das Eingangsportal mit den 2 Wachhäusern. Und hier unter anderem hatte 1929 auch Rommel hier als Lehrkraft, wurde er eingesetzt. Hauptmann hat er, Dienstgrad war es damals gewesen bei ihm, 1929. Aber auch Stauffenberg war hier zu den Offizierslehrgängen unterwegs gewesen. Also hier hatte man auf jeden Fall die Truppe halt ausgebildet und das aber, wie gesagt, nicht bombardiert. Warum? Habe ich leider überhaupt gar keine Information dazu gefunden. Ja, willkommen zur letzten Station in unserem Video über die Bombardierung in Dresden. Und zwar sind wir jetzt hier auf dem Heidefriedhof. Und wir haben jetzt hier einen riesigen Ehrenhain. Ihr könnt das hier erkennen, Mella läuft da gerade. Das ist riesig hier. Ein Rondell mit 14 einzelnen Stelen. Ich kannte das gar nicht, weil wir wollen eigentlich zu dem eigentlichen Ehrenmal, was jetzt noch dahinter liegt, über die Bombardierung von Dresden. Und was hier halt sehr interessant ist, also das wurde 1965 wohl eingeweiht, das Ganze, dass man hier auf der einen Seite, also es geht jetzt hier im Prinzip um die Opfer des Faschismus, des Nationalsozialismus. Und wir haben hier auf der einen Seite die Opfer der Luftangriffe, also hier wie diese Städte Dresden beispielsweise, aber auch Leningrad. Und wir haben auch Stelen wie zum Beispiel Oradour, wo Massaker halt passiert sind. Also wer das kennt in Frankreich, Oradour, wo die Zivilisten von dieser Stadt in Häusern eingesperrt wurden und dann wurden die einfach angezündet. Das kann man sich heute auch noch in Frankreich anschauen. Ist hier zum Beispiel eine Stele. Auch hier Rotterdam wurde zu Anfang des Krieges von den Deutschen massiv bombardiert. Warschau. Und wir haben auf der anderen Seite einzelne Stelen von den größten Konzentrationslagern. Sachsenhausen, Theresienstadt, Ravensbrück, Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Auschwitz. Und das bildet hier praktisch diesen Ehrenhain. Und das ist schon wirklich so ein großes Monument in der Hinsicht, also wahrscheinlich aus der Vogelperspektive kann man das wahrscheinlich deutlich besser sehen und wirkt es vielleicht auch noch mal anders. Das beeindruckt wirklich und das zeigt halt auch noch mal, dass halt auch die Deutschen an sich Opfer des Faschismus geworden sind, indem diese Stele mit Dresden, diese Bombardierung hier einfach extrem viele Opfer gefordert hat. Ja, und hier bewegen wir uns jetzt auf das eigentliche Mahnmal zu, wo man den Opfern der Bombardierung ein Andenken geschaffen hat. Und wie gesagt, es ist unnötig, irgendwelche Zahlen nach oben zu pushen, wenn die wissenschaftlich und historisch nachvollziehbar sind. Also ich weiß auch nicht, warum man aus 25.000 oder 30.000 Menschen 300 oder 100.000 Menschen machen muss. Es geht mir nicht in den Kopf rein, als ob 25.000 oder 30.000 Menschen nicht genug wären für eine einzelne Stadt. Also warum man dann Vergleiche heranziehen muss und das Ganze noch krasser darstellen muss, wie es eh schon gewesen ist. Und das weiß ich nicht. Das sollte uns vielleicht auch gedenken,
zu denken geben, dass das einfach unnötig ist, sowas. Ne? Also gesäumt wird das Ganze jetzt wohl von einzelnen Gedenksteinen, die hier auf Sockeln liegen. Wir ehren die Toten im Kampf für den Frieden. Sehr ausdrucksstark, finde ich. Einfach, aber ausdrucksstark. Ja, rechts und links liegen weitere Steine. Die Toten leben, indem sie uns mahnen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, die Erinnerungskultur, das hat nichts mit Schuldkult oder sowas, was auch viel immer auch unter unseren Beiträgen gepostet wird. Das hat alles gar nichts damit zu tun. Es geht halt wirklich um die Erinnerung, weil die Menschen jetzt, die nachfolgenden Generationen, einfach nicht mehr die Berührung haben. Die haben keine Oma, keinen Opa mehr, der noch irgendwas erzählen kann vom Krieg oder als Kind die Bombardierung miterlebt hat. Das gibt es bald halt alles gar nicht mehr. So, und dann sind diese Orte halt hier wichtig. Und das hat, wie gesagt, überhaupt nichts mit irgendeinem Schuldkult oder irgendwas zu tun, sondern es soll uns einfach eine Mahnung sein, was hier passiert ist. Gedenket der Toten, damit das Leben siege. So, jetzt sind wir hier am Ende des Ehrenhains angekommen. Ihr könnt es da erkennen. Und sind jetzt diese lange Meile hier hochgekommen. Und was jetzt auch noch mal ganz interessant war, dass diese Pultsteine, die wir sehen, also man nennt sie Pultsteine, die markieren die riesigen Massengräber, wo die Opfer der Bombardierung begraben wurden. Also jeder Pultstein, das sind 8 Stück an der Zahl, symbolisieren oder zeigen jetzt hier den Bereich, wo das Massengrab jeweils angelegt wurde. Nie wieder geschehe, was hier geschah, sei unser Schwur. Hier ist nämlich nochmal eine Informationstafel dazu. Ehrenhain. Durch die Angriffe der britischen und US-amerikanischen Luftstreitkräfte vom 13. bis zum 15. Februar 1945 gab es in der Stadt Dresden zahlreiche Tote. Hier auf dem Ehrenhain des Heidefriedhofs wurden ca. 11.500 von ihnen in Reihengräbern beigesetzt. Am Ende der Anlage befindet sich ein Grab mit der Asche von weiteren 6.865 Toten, die zwischen dem 25. Februar und dem 5. März 1945 auf dem Altmarkt im Stadtzentrum verbrannt wurden. Das hatten wir euch ja zwischenzeitlich erzählt und euch die Stelle gezeigt. Die Gesamtgestaltung des Ehrenhains erfolgt in 2 Stufen. In den Jahren 1949 bis 1965 8 Pultsteine 1963 markieren die Massengräber. Als Abschluss wurde eine Gedenkmauer 1965 errichtet. Und die ist da hinten, wo ihr gerade Melanie ganz, ganz klein erkennen könnt. So, wir sind jetzt am Ende des Ehrenhains angekommen und stehen jetzt hier, sage ich mal, vor dieser Klagemauer. So kann man es schon wirklich bezeichnen. Und wir lesen euch jetzt hier nochmal den Text vor. Wie viele starben? Wer kennt die Zahl? An deinen Wunden sieht man die Qual der Namenlosen, die hier verbrannt im Höllenfeuer aus Menschenhand. Im Gedenken der Opfer des Luftangriffs auf Dresden am 13. bis 14. Februar 1945. Also ich glaube, dieser Spruch bzw. die Fragestellung sagt eigentlich alles, dass wir uns letztendlich das alles wieder selber angetan haben, also der Mensch dem Menschen, aus katastrophalen Zusammenhängen entstanden. Und ja, es sollte uns, wie gesagt, halt eine Lehre sein, ne? Dass auch Unbeteiligte schneller zu Schaden kommen können, als man das eigentlich will, ne? Und man sieht es ja, wie gesagt, auch heute wieder, wie sich irgendwelche Konflikte hochschaukeln und es immer mehr und immer mehr Opfer gibt und man findet halt auch irgendwie kein Ende. Und das Ganze zeigt es halt. Und wie viele Menschen da jetzt zu Tode kommen mussten,
dass das Ganze halt auch irgendwann mal ein Ende findet, ist halt auch wirklich Wahnsinn. Also wir hoffen, wir konnten euch jetzt mit diesem Video einiges näher bringen. Es ist wie gesagt ein emotionales Thema, es sind halt viele Fragen im Raum, die wir hoffen auch klären konnten. Es gibt natürlich 1, 2 Fragen, die können wir halt nicht klären, weil wir auch überhaupt keine Angaben dazu finden, die wissenschaftlich oder historisch gesehen auch nicht belegt sind. Aber ein Großteil der ganzen Narrative mit, dass 300.000 Menschen gestorben sind und so weiter, hoffen wir, konnten wir entsprechend euch darlegen, dass das halt nicht so gewesen ist. Aber es spielt, wie gesagt, auch keine Rolle, ob das 25.000 sind, was eine gigantische Summe ist, oder ob das halt 300.000 Menschen gewesen sind. Ja, wir empfehlen euch auf jeden Fall mal diese Steps, wer Richtung Dresden aufbricht und historisch interessiert ist, auf jeden Fall neben den ganzen Kulturschätzen und Museen sich die Zeit zu nehmen und das einfach mal anzuschauen. Wir haben das Video, wie gesagt, so gut wie möglich chronologisch versucht aufzubauen, dass man das nachvollziehen kann. Es würde, wie gesagt, noch viel mehr zu erkunden geben, noch zu zeigen, aber das wird da halt auch wieder den Rahmen sprengen. Und jeder kann das im Prinzip auch aus Eigeninitiative recherchieren. Ja, wir würden somit jetzt das Video beenden. Ihr könnt gerne wieder was in die Kommentare schreiben, gerne mit uns diskutieren. Ich hoffe aber, alles bleibt halt sachlich, auch wenn es wie gesagt ein emotionales Thema ist. Ähnlich wie auch bei den Rheinwiesenlager mit dem Video, was wir gemacht haben. Da hat es auch gut funktioniert. Ich finde es immer Quatsch, irgendwelche Kommentare unnötigerweise zu löschen. Und wie gesagt, normalerweise ist das halt auch alles soweit aufgeklärt zu diesem Thema. Ja, dann möchten wir uns von dem Video verabschieden und schaltet einfach das nächste Video ein und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Macht's gut, ciao. Wenn man heute durch Dresden geht, sieht man eine wunderschöne Stadt. Menschen sitzen in Cafés, Touristen fotografieren die Frauenkirche und auf den ersten Blick scheint kaum noch etwas an die Ereignisse von damals zu erinnern. Doch unter diesen Straßen und Plätzen liegen Geschichten. Geschichten von Menschen, die diese Tage erlebt haben. Von Angst, Verlust und dem Versuch, inmitten des Krieges zu überleben. Die Bombardierung Dresdens war Teil eines Krieges, der Millionen Menschen das Leben kostete. Sie erinnert uns daran, welchen Preis Kriege fordern, unabhängig davon, auf welcher Seite Menschen standen. Gerade deshalb ist es wichtig, solche Orte nicht zu vergessen. Nicht um Schuld oder Leid gegeneinander aufzuwiegen, sondern um zu verstehen, wohin Hass, Gewalt und Krieg führen können. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Bis zum nächsten Mal.